Ja, wir sprechen ja heute noch von der Golfklasse und meinen damit einen Kompaktwagen mit Frontantrieb und mit einer großen Heckklappe und einem variablen Innenraum. Aber eigentlich müsste es Simca 1100 Klasse heißen, weil die Marke Simca, die heute vergessene Massenmarke Simca, hat das Konzept schon in den 60er Jahren im Programm gehabt. Genau genommen ab 1967. Wie es dazu gekommen ist, wie sich der Simca 1100 anfühlt und warum heute praktisch keiner mehr davon übrig ist, das erzählen wir euch gleich. Also schnallt euch an, bleibt dran. Bis gleich. Ja, die Fahrdynamik ist nicht die stärkste Seite des Simca 1100. Das war es auch Ende der 60er Jahre nicht. Aber sein größtes Talent zeigen wir euch hier. Und das lässt tatsächlich auch uns noch staunen, nämlich ein riesiger Kofferraum, eine regelrechte Gepäckhöhle, eine komplett aufstellbare, umlegbare Rückbank und dann ein Gepäckraum, in dem sich eine Badewanne transportieren lässt oder ein Kühlschrank oder zumindest auch, sag mal, ein kompletter Campingurlaub machen lässt für zwei. Das war damals ein ganz heißes Argument für den Simca 1100. Damit war er natürlich dem VW Käfer haushoch überlegen, aber auch dem Kadett B, der einen großen, aber nicht variablen Kofferraum hat. Und das hat dann auch 10 Jahre später im Baujahr dieses Autos, 1977, den schon relativ alten Simca immer noch zum verkäuflichen Kompaktwagen gemacht. Also wir gucken auch heute noch rein und sagen, die haben in den 60ern wirklich mitgedacht bei Simca. Ja. Heute fragt man sich, was ist das Besondere am Simca 1100? Das Schrägheck kommt uns natürlich sehr vertraut vor, weil es alle Kompaktwagen tragen bis zum heutigen Tag. Das war 1967 im Premierenjahr dieses Autos anders. Da gab es genau 2 Mitbewerber. Es gab den Auto Bianchi Primula aus Italien und den Class CL. Das war eine kompakte Sportlimousine aus Deutschland, die aber nur homöopathische Verbreitung gefunden hat. Ansonsten ist der Simca 1100 ein typischer Vertreter der französischen Gestaltungsauffassung der 60er Jahre, die viele uneitle Autos hervorgebracht hat, zeitlose Autos auch. Das zeigt sich darin, wir finden hier keinen unnützen Chrom, wir finden keinen Zierrad, wir finden eine sehr funktionalistische, reduzierte Form, vor allem aber eine Form, die sich sehr lange frisch gehalten hat. Denn der Simca 1100 blieb bis Anfang der 80er Jahre im Programm und wurde auch noch gebaut, als es den Nachfolger gab. Wir erinnern uns, vielleicht auch nur ganz blass, der Nachfolger war der Talbot Horizon, Auto des Jahres 1978, der aber bei weitem nicht die Verbreitung gefunden hat, wie dieser Meilenstein hier, der aus den 60er Jahren stammt und noch in den 80er Jahren die letzten Kunden gefunden hat. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf den Motor, auch wenn es nicht die stärkste Seite des Simca 1100 ist. Das ist so ein bisschen versteckt hier. Na. Das ist damals 1967 kein neuer Motor gewesen, sondern eine Übernahme aus dem Simca 1100. Was sich sagen lässt, er war sehr haltbar. Was sich nicht sagen lässt, ist, dass er kultiviert war. Das heißt, bei höheren Drehzahlen wird der relativ laut und klingt dröhnig und er dreht auch nicht so besonders gern. Das hat der Wettbewerb in den 70er Jahren besser gekonnt, weshalb der Simca 1100 dann als Gebrauchtwagen auch relativ schnell in der 2. oder 3. Reihe bei den Händlern stand und nicht mehr so zu den ganz großen Schnelldrehern gehörte. Auch das hat natürlich seinem schnellen Verschwinden Vorschub geleistet. Ein moderner Motor mit oben liegender Nockenwelle und mit einer gewissen Laufkultur hätte diesem Auto sicherlich auch zu Zeiten des VW Golf noch mal sowas wie einen zweiten Wind gegeben, aber dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Das ist ganz wunderbar. Diese breiten, fluffigen Sitze sind natürlich ganz typisch für den Simca 1100 mit ganz viel Schaumstoff drin. Also man versinkt regelrecht. Das ist nicht nur typisch für Simca, sondern auch für viele Franzosen der 60er und 70er Jahre, die sehr, sehr komfortbetont waren. Was relativ untypisch ist für die Franzosen, ist die karge Ausstattung. Also hier die Straßenbahnausstattung. Ich finde keine Zeituhr, ich finde keine Handschuhfachklappe, ich finde auch noch nicht mal einen Zigarettenanzünder. Das ist wirklich das absolute Sparmodell. Und
Und das von einer Marke, die damals für ihre Großzügigkeit, für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis berühmt war. Also Simca hat in den 60er und 70er Jahren eine Marktposition angenommen, die man sich heute vorstellen kann, vergleichbar mit den Koreanern oder mit Škoda beispielsweise. Und hat dann natürlich bösen Gegenwind bekommen, als in den 70er Jahren die Japaner stark geworden sind. Das war so das kleine Erfolgszeitfenster von Simca, eine Marke für Smart Buyer, die ein originelles Auto zum kleinen Preis haben wollten damals. Und als die Japaner diese Marktnische besetzt hatten, ging es auch mit Simca allmählich bergab. Was übrigens überhaupt nicht dem Klischee der Simca-Qualität entspricht, ist die Verarbeitung im Innenraum. Heute hat man die Simca immer so als schludrig zusammengehauene Autos in Erinnerung. Ich sehe aber hier wirklich angenehme Materialien, alles sauber zusammengebaut, durchaus auch langzeittauglich, wie man hier an diesem Auto sieht. Also das ist kein Billigauto, auch hier weicher Kunststoff am Armaturenbrett und die Sitzbezüge. Das macht alles einen durchaus wertigen Eindruck und entspricht ganz und gar nicht dem Image einer Billigmarke. Ja? Also es ist immer wieder sehr erstaunlich, wenn man seine Erinnerungen mal so ein bisschen auffrischt an einem der wenigen Überlebenden, die es heute noch gibt. Ja, dann schauen wir doch mal, ob sein Fahrwerk so komfortabel ist wie seine Sitze und wie es sich heute lebt mit 50 PS in einem kompakten Familienwagen. Probieren wir es aus. Oder wie ein Zigarettenanzünder oder nur ein, nee, auch da haben wir nur einen Blindstopfen. Ja, es war zwar die Zeit, als alle geraucht haben wie Schlote, Attica und Lord Extra, aber hier nicht, der ist ja auch jungfräulich. Weil ja heute noch im Zeitalter der knöchernen Sportfahrwerke wirklich mit großem Anstand über Querfugen geht. Also der Federungskomfort ist auch für heutige Begriffe noch ganz okay. Aber die Lenkung, das ist geil. Landstraßentempo 80, glaube ich, ist ein sehr angemessenes Tempo in diesem Auto. Das kann man machen. Sieht alles aus wie so ein Super 8-Film da draußen aus den 70er Jahren. Und wenn jetzt irgendwo Kommissar Haferkamp mit seinem Audi 80 entgegenkommt, dann wäre man auch nicht weiter verwundert. Und man sieht es hier natürlich auch, also Schaltwege mindestens doppelt so lange wie heute üblich. Und man tut auch sehr gut dran, gemütvoll zu schalten, um die Synchronisation nicht zu überfordern. So, auf der kurvigen Landstraße ist Tempo 80 so ein ideales Reisetempo. Das liegt an der etwas, wie soll ich sagen, indifferenten Lenkung, aber auch sag mal, am Grundphlegma des Motors. Da hinten haben wir jetzt aber eine gerade gut ausgebaute Strecke und da machen wir den Highspeed-Test und da wollen wir mal ausprobieren, wie sich das Simca 1100 bei 100 oder sogar ein klein bisschen mehr anfühlt. Also, es wird spannend, bleibt dabei. Ich gucke mir mal, was geht. Ja, Drehfreude ist jetzt nicht unbedingt das wichtigste Argument, Simca 1100. Das haben damals auch schon die Tester dauernd bemängelt. Tempo 80. Aber er klingt jetzt schon sehr derb. Das mag er jetzt schon nicht mehr ganz so gern hier. 5 Gang gibt es natürlich nicht. Immer noch 90, weil ich nur die Wagen hier mag. Tempo 100 Landstraße, aber es kommt einem wirklich richtig schnell vor in diesem Auto. Und es macht auch nicht wirklich Spaß, weil Lenkpräzision wirklich sehr zu wünschen übrig lässt. Wir machen wieder Tempo 80, weil das liegt ihm tatsächlich. Es ist also tatsächlich so eine Landstraßenschaukelei mit 80 bis 90 Stundenkilometer. Ich glaube, damit kommt man hier ganz gut durch die Welt. Und schneller muss es nicht wirklich sein und erst recht nicht auf die Autobahn.
Ja, was für eine spannende Begegnung mit einem Meilenstein der 60er Jahre und auch mit dem erfolgreichen Modell einer Marke, die heute keiner mehr kennt, weil das ist tatsächlich das Schicksal der Marke Simca. Sie hat es nicht geschafft und ist in den 80er Jahren im PSA-Konzern aufgegangen. Der Simca 1100 war ja ein echter Meilenstein und womöglich wird es den VW Golf ohne seinen Erfolg gar nicht geben, wer weiß. Ja, über die Gründe seines Niedergangs und seines Verschwindens haben wir mehr für euch in unserem Hauptvideo zur Roten Liste. Da gibt es auch den Film zum Fiat 128 und seinem Schicksal und noch viel mehr zum Aussterben von Allerweltsautos. Schaut es euch an, wahrscheinlich habt ihr genauso viel Spaß wie wir beim Fahren mit dem Simca 1100.